Weltpremiere bei Yukon. Ich bin hier mit, du darfst hochkommen. Oh, Luc Schütters ist mein Name. Von? Von der Firma Frankia. Ich arbeite direkt beim Hersteller. Bin Export Sales Manager, betreue regulär die Länder westlich, nördlich und östlich von Deutschland. Also Niederlande, Belgien, England und die schönen skandinavischen Länder natürlich. Toll. Ja, cool. Und wir sind jetzt beim Yukon K-Peak 6.0. Was hat es damit auf sich? Erklär mal. Wir haben hier einen Yukon K-Peak 6.0 GD. Wir haben es vorhin sehr ausführlich erklärt. Wir machen hier nochmal die Kurzform. Genau, wir haben den 7 Meter, die 7 Meter Variante gezeigt. Jeanne zeigt es gerade nochmal ganz kurz. Aber das ist wirklich eine absolute Weltneuheit und ihr habt euch da einiges einfallen lassen, vor allem beim Design. Und die Grundrisse gibt es so schon, aber eben nicht mit dieser heftigen Ausstattung, oder? Genau, wir haben hier ein Editionsmodell, jetzt hier ganz neu vorgestellt, auf dem Caravan-Salon in diesem Jahr, ein K-Peak. Kurz vielleicht zur Namensgebung, dass wir das nochmal... Wir zeigen auch nochmal das... Kannst die Tür aber nicht zumachen. Ja, ich kann die Tür leider jetzt nicht zumachen. Ne? Das sieht man so auf der anderen Seite. Okay, wir machen die Treppe mal weg und zeigen euch das Ganze, weil das ist schon echt... Da haben die sich von Yukon was überlegt. Und man kommt nicht auf den ersten Blick drauf, aber was ist es denn? Ja, also wir sind hier beim Editionsmodell, beim Sondermodell, den Namen K-Peak bekommen hat am Ende. K-Peak steht für Keel Peak. Keel Peak ist der höchste Berggipfel in Yukon, Kanada. Da auch, wo der Name Yukon natürlich herkam. Deswegen, wir bringen den Yukon wieder so ein bisschen zu seinem Ursprung, so ein bisschen zum Offroad, zum Autarken, zu Bergen. Ne? Und das war auch die Idee im Prinzip hinter dem Sondermodell, dass wir sagen Keel Peak, Keel, falls jemand das nachgucken möchte, K-E-E-L-E schreibt man das. Deswegen haben wir uns am Ende für K-Peak entschieden, weil Keel dann am Ende zu kompliziert gewesen wäre. Genau. Und zurück zu den Grundrissen haben wir auch nochmal, wir sehen nochmal das ursprüngliche Yukon-Logo und da haben wir abstrakt eine Berggipfelspitze draus gemacht und ganz oben sieht man im Orange natürlich den Keel Peak in Orange, in den ursprünglichen Yukon-Farben, auch in Orange und da kommt es her. Okay, wir gehen gerade mal vorne erstmal rum, weil hinten gibt es dann auch noch einiges zu sehen. Warum ist der denn jetzt so Offroad-tauglich? Also wir haben hier ein Mercedes-Benz-Fahrzeug, also auf Mercedes-Benz Basis, 4x4 mit 190 PS mit dem Torque-on-Demand-Allrad von Mercedes und wir haben hier auch nochmal BF Goodrich AT3 Reifen auf der Seite mit Stahlfelgen, also wirklich allradtauglich. Alles drin, oder? Ja. Was man braucht. Und dann natürlich, wenn wir über Autarkie und über Extras reden, die wir hier in diesem Modell haben. Also wir haben es gerade von vorne auf der Kamera gesehen. Wir haben hier 2x52 cm LED-Freundscheinwerfer ab Werk mit dabei. Also da kann ich gar nicht reingucken. Wenn ich da hingucke, da werde ich blind. Wir haben sie zum Glück schon abgeklappt, dann geht es hier auf der Messe. Ja. Aber das ist natürlich ein absolutes Highlight. Gekoppelt als Arbeitsscheinwerfer, also keine Sorge, dass man das Gegenverkehr blendet, wenn man fährt oder wenn man das Fernlicht anmacht. Ist aber integriert vorne in der Armatur. Das können wir bei diesem Modell vielleicht gleich noch mal zeigen. Das hatten wir vorhin nicht gezeigt. Ja, zeig doch gleich mal, wenn wir die Tür mal aufmachen. Da ist abgeschlossen? Nee, ist nicht abgeschlossen. Ist ja auf der hier in der Armatur steht LED-Lampe drauf. Rechts unterm Lenkrad, falls du suchst. Schwierig dran zu kommen. Genau. Hier. Okay. Schwere Kamera, da ist natürlich ein lasergravierter Knopf, der jetzt integriert wurde. Sehr interessant, okay. Also hier ist sau viel mit drin, muss man wirklich sagen. Also es ist, jetzt hast du aber das rote Licht angemacht. Was denn hier passiert? Kein Problem. Ja, du musst es, glaube ich, dann nochmal drehen oder wie das auch immer ist. Du kannst ruhig machen und wir reden weiter. Okay. Ja, auf jeden Fall ist ja hier einiges mit drin. Wir haben Solar dabei. Es ist wirklich darauf ausgelegt, Offroad. Wir können frei stehen und so weiter. Kurzen groben Daten, was hier ab Werk mit drin ist. Also wir haben Mercedes-seitig, haben wir hier wirklich alles verbaut eigentlich, was geht. Also wir haben die schönen Sitze vorne mit dabei, die mit einer Leder-Velour-Kombination mit dem K-Peak-Logo vorne in der Kopfstütze. Wenn du sowieso schon vorne mit dabei bist, wir haben hier einen schönen Teppich mit dabei, K-Peak gebrandet. Das K-Peak oben in den Kopfstützen, das
das Gebrandete wirst du fast nicht sehen. Ne? Das wirst du vom Innenraum her wahrscheinlich besser finden. Jan kommt nur einfach gar nicht so schnell hinterher wahrscheinlich. Sie hört das alles. Ja. So, Jan, wie ist denn die Zeit überhaupt? Genau. 5 Minuten. 5 Minuten. Wir haben schon wieder vergessen. Aber jetzt würde ich noch mal sagen, bitte, bitte abonniert German Television, damit wir weiter so coole Videos machen können und so tolle Leute wie ihn interviewen können. Und es kostet euch keinen Cent. Ihr werdet einfach benachrichtigt, wenn wir ein Video veröffentlichen oder auch nicht. Wenn ihr das nicht wollt, ihr könnt die Benachrichtigungen auch ausmachen. So, und jetzt will ich ganz kurz mal über den Preis sprechen, weil der eine oder andere fragt sich jetzt wahrscheinlich, ja, was kostet es dann jetzt und so. Also klar ist es ein stolzer Preis von, ich glaube, 112.000 fangen wir an. Genau, 112.500 € beim 6.0 GD. Die anderen 2 Modelle beim Querschläfer liegen wir bei 115.500 € und beim 7 Meter 118.500 €. Aber, ich hake mal gerade ein, es ist auf jeden Fall das Geld wert und es ist sehr, sehr viel mit drin. Und ihr seid eigentlich auch vom Preis her unter der Konkurrenz, wenn man jetzt so ein ähnliches Modell wollen würde. Wir haben natürlich so eine richtige Konkurrenz, die man vergleichen kann. Das ist dann eher beim Querschläfer, beim 6.0 BD der Fall. Da liegen wir grob 10.000 € unter der Konkurrenz. Und vielleicht nochmal direkt in der Yukon-Welt zu sprechen. Also wenn ich die ganzen einzelnen Yukon-Optionen nachkonfigurieren würde in einem normalen Yukon, sparen wir trotzdem ca. zwischen 17.000 und 18.000 €, wenn man sich für dieses Sondermodell entscheidet. Also deswegen sind wir uns sehr sicher, dass dieses Sondermodell gut ankommen wird, weil er sowieso oftmals sehr voll bestellt wird. Und jetzt hier habe ich ja Optionen mit drin, die ich sonst gar nicht mitbestellen kann, ne? Wie die 300 Ampere-Stunden Lithium-Batterie. Ich habe hier die Thermofronic, also die Klimaautomatik von Mercedes vorne mit dabei. Ich habe die LED-Frontscheinwerfer mit dabei. Das sind alles Optionen, die kann ich im Regelfall nicht mitbestellen. Ist Solar auch hier groß geschrieben? Das Solardach? Ja, auch hier, genau, da sind wir gleich von der Ausstattung her. Also wir haben ohne Aufstelldach immer 90 Watt mit Solar. Und, zeig gerade nochmal das Aufstelldach. Ja, und mit Aufstelldach, wir sehen es auch oben, haben wir 2 mal 90 Watt, also insgesamt 180 Watt Solar mit an Bord. Und man sieht es oben auch, das Heki ist beim Aufstelldach immer mit dabei. Also ist für den Preis von 9.990 € mit inbegriffen. Das Hebe-Kippfenster, um das nochmal zu übersetzen. Ja. Wir schauen uns jetzt gerade das mal vom Heck an. Oder wolltest du noch was zur Seite sagen? Wir waren gerade beim Dieselauslass. Ich hätte Dieselauslass von der Truma Dieselheizung. Also wir haben hier eine Truma Dieselheizung verbaut, Truma D6E. Kombination aus Diesel und Elektro, also mit einem Elektroheizstab. Ich kann auch rein elektrisch heizen hier in diesem Fahrzeug. Und ist es dann durch einen Lüftungsschlitz, dass da die warme Luft kommt, oder ist es wie im Haushalt? Da ist eine Luftheizung, du meinst ob man eine Warmwasserheizung ist in diesem Fall nicht verbaut, ist auch wegen dem Gewicht nicht verbaut, weil wir trotzdem noch beim GD, wir sind jetzt hier, guter Stichpunkt vielleicht, wir sind jetzt hier bei einem 3,5 Tonnen Fahrzeug, also dieses Fahrzeug, so wie es hier dasteht, kann ich mit dem kleinen bzw. mit dem B-Führerschein fahren. Toll, wirklich super. Ja. Also, und es ist natürlich von den Abmessungen her nicht so groß, also auch wenn man sich vielleicht nicht so traut zu fahren, dann... Auch ein gutes Stichwort. Genau, das war jetzt aber nicht der, weil ich war nämlich ganz kurz verwirrt, ist dann der kleinere. Nein, der hier. Ah, der hier auch? Sind beide 6 Meter. Ach, okay. Ich habe gedacht, nur der ganz kleine. Das ist auch, also es ist kein kleiner und ein ganz kleiner. Verstanden. Sind beide 6 Meter. Ja, Genau, sind beide 6 Meter, nur 2 verschiedene Grundrisse. Hier handelt es sich um ein rein 2-Personen-Fahrzeug, sehen wir gleich auch noch mal im Innenraum. Allerdings mit Längsschläferbetten. Also man steigt nicht übereinander, sondern man kann aneinander vorbeigehen, wenn man schläft. Ganz genau darum ist. Entschuldigung, dass ich dich nochmal unterbreche. Ist der jetzt auch als Option mit Aufstelldach erhältlich? Ne, würde wenig Sinn ergeben, weil wir nur 2, wir haben nur 2 Sitze vorne. Okay. Und wir haben hier 2 Längsschläfer-Schlafplätze. Darum geht es ja meistens, wenn ich einen Querschläfer habe, dass ich vielleicht auch noch mal längs schlafen will oder dass die Kinder hoch. Aber es handelt sich hier um ein reines 6-Meter-Fahrzeug. Und 2 Personen. Und 2 Personen. Ja. Und 2 Ich wollte gerade sagen, wenn der eine dann wirklich laut schnarcht, freut man sich über so ein Zelt. Naja, Zelt kannst du ja trotzdem mitnehmen. Muss halt neben dran aufbauen. Draußen, genau. Dann haben wir hier den ganzen Heckkasten haben wir eigentlich umdesignt, umkonstruiert. Es ist jetzt nämlich nicht immer der Platz weggenommen oder verschwendet, so wie wir es manchmal hören, für 2 mal 11 Kilo, sondern wir haben hier 1 mal 5 Kilo und wir haben ein Staufach hier an der Seite sogar noch. Also und wird nur zum Kochen benötigt? Wird nur zum Kochen benötigt. Gestern sogar eine Unterhaltung mit einer Person, der sogar Braten macht und sowas im Fahrzeug, hatte ich vorhin auch erzählt. Und es hält trotzdem bei ihm ein Dreivierteljahr.
bis zu 1,5 Jahre, je nachdem wie viel er unterwegs ist. Also es reicht auf jeden Fall, die 1x5 Kilo, falls sich da jemand Sorgen macht. So, Frage jetzt. Das kann ich auch noch hochklappen? Das kann ich abklappen tatsächlich. Abklappen. Weil ich habe mich gefragt, ja, was habe ich davon, wenn das jetzt links und rechts hochgeht, aber in der Mitte nicht? Normalerweise klappe ich die Matratze innen nach vorne. Ich zeige es euch gleich trotzdem nochmal. Ja. Also ich kann das hier. Also, dass ich hier hinten längere Gegenstände vielleicht mal transportieren kann? Also ich kann das hier, das Finger nicht einzwicken. Ja, okay. So, das muss gut sein. Das kann ich abklappen. Das kann ich hochstellen. Und Noch höher? Oder so ist maximal? Es geht noch höher. Hier sind wir am höchsten und hier gehen noch 2 Stufen. Okay. Also hier könnte ich noch okay. eine Stufe mitmachen. Und wir sehen hier einen Schiebemechanismus, links nicht. Also das ist nur zum Lesen da. Hier haben wir einen Schiebemechanismus, um nämlich Küchenfläche zu generieren, tatsächlich im Innenraum. Das sehen wir gleich. Ich schiebe jetzt mal nach hinten und dann sehen wir im Innenraum gleich, wie wir Küchenfläche gewinnen. Und da können sehr smart. Auf was für Ideen man kommt, ne? Ja, sehr smart. Ja. Sehr cool. Ja, Küchenfläche und dann erzähle ich auch noch was zur Isolierung. Darf ich nicht vergessen, passt zur Autarkie. Ne? Ja, gerne. Also ist wirklich sehr durchdacht. Ich glaube, dieses Modell wird bei euch super, super ankommen. Deswegen zeigen wir euch auch alle 3 Varianten. Also wir haben hier noch einen anderen auf 6 Meter Basis. 5,93 Meter. Genau, richtig, ja. Umgangssprachlich 6 Meter. Ne? Ja, genau. Okay, wir gehen mal rein. Die Treppe ist jetzt voll weit weg, weil wir die Tür vorhin zugemacht haben. Sehen Sie, ich hebe die Matratze hier mal hoch. Ich gehe mal hinter. Ah, jetzt sieht man das auch sehr gut. Also jetzt ist die Küche etwas kürzer. Ja. Und wenn wir das Ganze dann nach hinten machen, was er jetzt gleich mal zeigt. Du kannst auch wieder nach hinten schieben. Das ist quasi also so ist die zurückgefahrene Position. So wie man auch schlafen würde. Ach so, ja. Wenn ich schlafen würde, dann fahre ich es bis hier vorne. Okay. Dann passt es quasi genau. Arbeitsplatte noch dazu gewonnen. Ja. Genau, und so gewinne ich quasi Arbeitsfläche in der Küche und gleichzeitig kann ich das natürlich nutzen, um nachts ein bisschen zu entspannen. Ne? Wenn ich jetzt sage, ich klappe das ein bisschen hoch, also es hat eine heißt, man darf sich auch dagegen lehnen, so richtig, okay. Das ist so auch cool. praktisch, ja. Das ist wie im quasi- Wohnzimmer. habe ich eine doppelte Funktion. Das ist so weißt du, was ich mir immer denke beim Krankenhaus? Da denke ich will auch so ein Bett, wo ich einfach so Leseposition und das und das. Einfach mal öfter mit dem Krankenwagen, Ja, im Krankenhaus sein. Übernachten, ja. Das Coole hier nochmal ist zur Isolierung, weil wir es vorhin, ich will es bloß nicht vergessen, Ja, ne? klar. Das war die Isolierung, was wir haben. Wir haben hier eine 20 mm Feststoffisolierung und bei uns, wenn man in die Produktion reinguckt, können wir jetzt natürlich leider nicht, dann sieht man auch richtig, wie diese Zellophoneplatten, also das sind so eine silberne Folie, wie wir damit jede kleine Aussparung auch nochmal mit isolieren, was extrem viel Arbeit ist, Ja. aber was dann natürlich dafür sorgt, dass wir gerade mit so einem Fahrzeug, was so viel Autarkie gemacht ist, dass wir da trotzdem sehr gerüstet für sind. Also nicht nur Kälte, sondern auch Wärme, oder? Also, Hilft auch für Wärmeisolierung, sicherlich, ja. okay. Weißt du, sagen wir so, in welchen Temperaturen man noch stehen kann, dass die Heizung das dann auch noch mitmacht? Also ich meine bei Minusgraden zum Beispiel. Ich meine, wenn man nach Kanada will, kann es ja auch Das ist noch mal halt ziemlich sicher. kalt werden, oder? Also wir sind sicherlich rein von der Heizung her, haben wir hier eine sehr, 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 sehr starke Heizung verbaut. Also Ja. wir haben hier eine 6 kW Heizung. Ne? Teilweise habe ich in so großen 7,5 Meter Wohnmobilen lediglich eine 4 kW Heizung verbaut. Also wir sind hier heizungstechnisch, würde ich behaupten, nicht am Limit. Wo man beim Kastenwagen immer wieder so ein bisschen an sein Limit gerät. Entschuldigung? Klima? Ja. Nee, Einfach weiterreden, genau. nee, das ist tatsächlich der Abwassertank. Abwasser. Weil der Abwassertank meistens dann nicht innenliegend ist, muss man sagen. Ah, also dass das zufriert. Genau, dass es zu viel, dann, dass ich mein Frischwasser dann nicht ablassen kann. Ne, also solange ich noch Frisch- und Abwasser habe, ne, dann bin ich da auch nicht limitiert und dann solange kann ich auch unterwegs sein. Allerdings erst, wenn mein Abwassertank dann zugefroren wäre, dann wäre tatsächlich dann der Zeitpunkt angekommen, Weiterzufahren. dass man mal weiterfährt. Ja, ne? Natürlich haben wir eine Heizung auch im Abwassertank, allerdings nur ganz unten am Abwassertank und nicht der ganze Abwassertank ist dann am Ende beheizt. Was dann natürlich dafür sorgt, das wäre dann tatsächlich eine Limitierung, wo man sagt, okay, da vielleicht bis -10, bis -15, dann habe ich lediglich, wenn ich da drunter gehe, nicht drüber, sondern wenn ich da drunter gehe von den Temperaturen her, das halte ich aus, auch von der Heizung, von der Isolierung her, allerdings nur für ein paar Tage, bis dann das Wasser aufgebaut ist. Apropos Abwasser und Frischwasser, wie viel habe ich denn da? Also wir haben hier 100 Liter Frischwasser und 55 Liter Abwasser und das zieht sich auch durch die 3 Modelle. Ja, das ist ein bisschen, wir haben 60 Liter Abwasser im Großen, im 7 Meter
Aber wir haben eine 100 Liter Frischwasserversorgung. Was würdest du sagen, wie lange kommt man damit aus, wenn man jetzt so steht? Ja, das liegt ganz dran, wie viel man duscht natürlich und wie viel man... Ungefähr. Also ein paar Tage bis zu einer Woche, würde ich sagen. Alles klar, ja, das Eine ist... Woche bin ich schon sehr sparsam. Okay, unterwegs. alles klar. Nee, aber ich meine, man kann ja eigentlich fast, also an vielen Plätzen dann Wasser auffüllen, oder? Das ist jetzt eigentlich nicht so das Ding. Ja, das, je nachdem, wo ich unterwegs bin dann am Ende, wenn ich dann mitten im Kanada vielleicht bei den Grizzlies unterwegs bin, da eher weniger. Okay. Dann brauche ich vielleicht eine Wasserpumpe, ums... Naja gut, man muss aber auch dazu sagen, manche sind dann mit dem Fahrrad irgendwie in Kanada unterwegs, die können auf jeden Fall noch viel, viel weniger Wasser mitnehmen, oder? Das stimmt natürlich. Bezüglich Wasser, auch eine häufig gestellte Frage ist natürlich Tauchwasserpumpe oder Druckwasserpumpe. Okay. Wir sind hier im Druckwasser mit einer Druckwasserpumpe unterwegs. Also was die hochwertige Variante ist. Ein Druckwassersystem baut Druck auf den ganzen Leitungen auf. Also die mache ich an. Dann kommt direkt Wasser. Genau, dann baut es erstmal Druck auf und danach kann ich immer direkt Wasser rauslassen. Eine Tauchwasserpumpe fängt erst an zu arbeiten, wenn ich dann tatsächlich Wasser rauslassen wollen würde. Ein bisschen länger, ne? Genau, hat so einen Magnetschalter drin und die Strömung kommt auch nicht so schön und so gerade raus. Also deswegen ist das Druckwassersystem eigentlich immer die bessere Variante. Okay, verstehe. Wahrscheinlich aber auch teurer, oder? Wahrscheinlich auch teurer, aber ist ja ab Werk mit drin, ist ja im Preis mit inkludiert. Okay, verstehe ich. Was wollte ich noch zu dem Wasserthema fragen? Da gehe ich schon mal ein bisschen dran gedacht. Ach so, genau. Wie kann ich denn das Abwasser dann ablassen? Wir haben beim Abwasser ein elektrisches Abwasserventil. Das ist bei der Kassette hier auf der Außenseite. Ich mache mir die Schuhe nicht dreckig. Ja, man macht sich die Schuhe nicht dreckig, nein. Außer es ist dreckig außen und während ich rauslaufe, werden die Schuhe dann dreckig. Aber okay, wie funktioniert das? Also drücke ich einen Knopf, dann geht es auf? Genau, ich drücke einen Knopf, dann geht ein Schieber auf und dann wird das Wasser automatisch abgelassen. Gut, ja, das kann ich ganz normal von außen direkt von der Kassette aus machen. Verstehe, alles klar. So, jetzt zeigen wir mal, bevor das wieder ewig wird, was hier so sich drunter verbirgt. Also 2 Flammenkochfeld mit Gas, dann ein schönes Spülbecken, braucht man eigentlich auch nicht mehr. Klar, wir sind hier auf 6 Meter, das darf man wirklich nicht vergessen. Und das finde ich cool, dass man das so einklappen kann. Genau, Arbeitsfläche, aber das kann man ja theoretisch hier auch noch als Arbeitsfläche nutzen. Nicht mal rausgehen, dass ihr hier hinten auch noch mal filmen. Ja, können wir gerne machen. Also was hier eine Besonderheit ist, es ist ein 2-Personen-Fahrzeug. Wir haben hier keine Sitzgruppe noch mal extra dabei, aber wir haben einen Längsschläfer und das ist vielen wichtig. Und wir haben hier einen Tisch, wir können dann quasi die beiden Stühle hier benutzen, oder? Wie groß ist genau, richtig. Im Endeffekt? Weil momentan sieht ja noch relativ klein aus. Könnte ich auch noch mal verlängen, falls ihr das wollt. Ich muss wahrscheinlich nur, wenn der... Genau. Das müssen wir auf jeden Fall sehen. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall sehen, weil man will ja auch sehen, wie kann ich da essen, wie funktioniert das Ganze. So, er baut es mal schnell um. Vielleicht können wir auch in der Zeit mal einfach hintergehen. Schauen? Ja, machen wir. Also, hier sehen wir... Hier sehen Sie... Nichts, genau. Hier sehen Sie Schubladen. Also die Treppe müsste man dann vielleicht ein bisschen zur Seite tun, dass man da wirklich ganz dran kommt. Also Leute, man muss aber auch wirklich sagen, wir sind auf 6 Metern und wir wollen ja trotzdem auf nichts verzichten. So, Schubladen sind auf jeden Fall schon mal da. Das ist, glaube ich, nur so ein Dekor. Nee, doch nicht. Habe ich gar nicht gesehen. Schrank, gut. Jeder Platz ist hier ausgenutzt. Der Kühlschrank war vorne, glaube ich. Hast du schon gezeigt? Genau, den habe ich gezeigt. Den kann man auf beiden Seiten öffnen. Auch sehr Der praktisch. typische Bierkühlschrank, genau. Und vor allem, wenn man vorne sitzt und sich was aus dem Kühlschrank holen will, das ist auch sehr gut. Ja. So, dann haben wir hier auf der anderen, wir zeigen gleich den Tisch. Hier auf der anderen Seite ist dann der Kleiderschrank. So, genau, Kleiderschrank mit Doppelboden. Das ist wahrscheinlich so gut. Ja. Dann haben wir hier oben noch ein paar Schränke auf beiden Seiten. Ich zeige jetzt mal exemplarisch den einen hier, die Größe. Und wir haben, das finde ich auch immer cool. Ja. Wir haben hier Kleiderhaken, falls mal nasse Jacken oder so, falls man die mal aufhängen möchte. Und genau, Bett haben wir eigentlich schon ein bisschen drüber gesprochen, kann man nach hinten schieben und so weiter. So, und jetzt darfst du dich nochmal drehen. Tada! Sogar auch noch einen Stauraum unter der GD-Bettenverlängerung. Oh, dann zeigen wir die doch nochmal. Das auch noch zeigen? Ja, klar. Du stehst sogar noch auf einem Stauraum. Weiter weg. Schau mal, also wir haben hier diese Bettenverlängerung, also was die Einzelbetten zum einem großen Bett macht. Ja. Und da drunter ist auch noch mal ein Schrank. Ah, okay. Ist da vielleicht noch so eine Hängmöglichkeit? Rechts oben ist ein Knopf. Ja. Ah, okay, Fächer. Ah ja, super. Sieht man das schon? Ja. Gut. Und du stehst, glaube ich, noch auf einem Mini. Kann es sein, dass da auch noch ein bisschen Stauraum drunter ist, genau. Dann Oder zeige ist ich da das die auch Heizung? noch. Nee, ist nochmal. Okay. Schuhe, Ja, vielleicht. Wertsachen. Jetzt macht es keiner mehr, weil ich es gesagt habe. Okay, So, okay, jetzt dann noch mal drehen. Du darfst dich gerne mal neben ihn setzen. Ja, mache ich.
Dann kann man das auch mal... Ich rutsche rüber. Ja, perfekt. Dass man das auch mal zeigt, wie das Ganze dann in der Praxis aussehen darf. Aber also, man muss auf nichts verzichten, finde ich. Nee, also man hat, ich würde jetzt mal behaupten, 2 vollwertige Flächen und hier kann man auch richtig ordentlich irgendwas essen. Ja. Ja, also man hat hier wirklich eine gemütliche Sitzgruppe. Mir gefallen persönlich auch immer die Mercedes-Benz Komfortsitze. Es ist vorhin erzählt, dass wir wenn wir Leder bestellen, keine SKA-Sitze mehr bestellen, sondern jetzt auch die Mercedes-Benz Komfortsitze haben. Und die sind wirklich extrem gemütlich, ne? Auch vom Fahren her. Ich weiß nicht, wie du es empfindest. Doch, absolut. Ja. Absolut. Also Simone. richtig mega. Und wenn du dir jetzt die Butter vergessen hast? Ja, dann kann ich hier einfach entweder von der Seite. Tada! Ja, Nee, ist super. richtig cool. Also Aus dem Bier zugreifen. Ne? Ja, genau. Das ist vorhin gesagt. da denkt man erstmal, es ist keine Sitzgruppe hier. Aber, also Leute, was will man eigentlich mehr? Vor allem man spart sich den Platz von der Sitzgruppe. Und dann hat man halt eben auch noch ein Bad mit drin. Auf 6 Meter, das ist schon gut. Also, wir haben ja alles, was wir hier gesehen haben, ist auch in diesem Grundpreis mit enthalten. Das ist vielleicht nochmal Serie. Wir haben hier lediglich 4 Optionen, die übrig bleiben. Die 4 Optionen sind Wechselrichter, wir haben eine Markise, der Wi-Fi-Router ist eine Option. Oh, auch cool, dass man es auch als Büro nehmen kann. Genau, dass ich auch eine LTE-Antenne oben habe. Das ist Alphatron Stream verbauen wir da. Ist auch ein ganz neues Modell von denen, was mit einer App koppelbar ist und funktioniert auch einwandfrei. Wie sieht's denn aus mit den Dekoren und so? Ist das auch alles so, wie es hier ist, oder kann ich das ändern? Ja, das ist, wir haben hier ein Editionsmodell, ein Sondermodell. Also so wie es hier ist, also bis auf wir haben hier ein Visby White natürlich mit einer Beton-Granitplatte. Das ist wie wenn ich beim Yukon auch Visby White mitbestellen würde. Den Sitz, so wie der hier ist, kriege ich tatsächlich, so wie es hier ist, nur so. Genauso wie das Außendekor, was wir gesehen haben, kriegen wir nur im K-Peak. Kann ich allerdings nicht ändern. Das ist Editionsmodell. Nee, passt ja. Ist okay. Ich muss noch ganz kurz das Bad zeigen, das ging jetzt mit einer Hand nicht so gut. Ja. Genau. ein bisschen anders als im anderen Ja, Modell. genau, Von dem her deshalb. ist es ganz spannend wahrscheinlich. Ja, Kannst du okay. besser mit deiner Größe als ich. Gut, zeige ich mal. So, also, stimmt, ist anders. Allein schon, weil hier kein Vorhang ist, sondern so eine Abtrennung, wie sagt man dazu? Genau, wie so eine Dusch. Ah, okay. Duschwand. Ach so, dass ich einfach nicht so viel, den Spiegel nicht jedes Mal putzen muss. Genau, es geht nämlich nicht bis ganz unten und nicht bis ganz oben hin. Aber finde ich richtig gut. Und wenn ich dann eben nicht duschen will, kann ich das Ganze hier mit dem Ding festmachen. Einklappen? Ganz einklappen? Ach, ganz einklappen. So Drittel? Das Ja. habe ich nicht hinbekommen mit einer Hand. Genau. Aha, okay. Tada. Super. Und dann gibt es das Ausziehwaschbecken. Ganz oben hin, gell? so. So, Wieder das Ja. Ausziehwaschbecken. Ausziehwaschbecken. So, da drücken wir das, oder? Nee, warte mal. Jetzt bin ich verwirrt. Nähe rein. Aber das ist doch gar nicht das Waschbecken. Drück mal oben auf den Müsste. Spiegel. Ach, das ist es. Okay. Okay. Ja, richtig. Also Waschbecken auf einer guten Höhe, finde ich. Dann habe ich trotzdem hier noch den anderen Spiegel, den kann ich rausklappen und dann habe ich hier einen Schrank. Also es ist optimal genutzt, der Platz, definitiv. So, Hier und auch wieder, dann, denke ich mal, relativ viel Beinfreiheit. Oder ein Absolut. bisschen- Nö, viel, ja. also guck mal, Genug. das Ja. ist schon ordentlich. So, und Ja. jetzt habe ich mit meinem Rücken das Waschbecken ausgeklappt. So, also für deine Größe wird es natürlich ein bisschen schwierig. Das haben wir vorhin auch angesprochen. Und zwar, das gab es mal, aber Mercedes baut es nicht mehr mit einem höheren Dach, richtig? Genau, also wir haben hier das Mercedes-Benz Hochdach, auf dem dieses Fahrzeug montiert, basiert. Aber allerdings das Super Hochdach wird nicht mehr produziert. Und von dem her ist auch das 7.0 Launch, wer das Modell noch kennt, dieses ganz Besondere, was mal 2021 vorgestellt Gibt's gar nicht mehr. Ist nicht mehr. Gibt es nur noch im Gebrauchtwagenmarkt. Vielleicht, vielleicht findet der ein oder andere das noch. Wir produzieren das nicht mehr. Wir haben hier die gängigsten Grundrisse jetzt, 2 auf 6 Meter und 1 auf 7 Meter bei Yukon und sind auch sehr happy, dass wir jetzt unsere Energie nutzen konnten, um dieses Editionsmodell rauszubringen. Darf ich mal fragen, campst du auch mit einem Camper? Ich camp auch am liebsten tatsächlich im Kastenwagen, obwohl es von der Körperproportion nicht immer optimal Wie funktioniert. groß bist du? 1,93 bin ich von der Größe her, aber weiß nicht, das ist einfach so ein bisschen so ein Lebensgefühl nochmal ein bisschen anders im Kastenwagen. Ne? Man ist richtig cool auch unterwegs, gerade mit so einem Fahrzeug. Ne? Okay. So, was ganz Banales, was wir noch gar nicht gezeigt haben in den Modellen, ist natürlich, dass hier natürlich auch ein Fliegenschutz mit dabei, genau. Was ich aber auch praktisch finde, dass das vorne komplett abschließt mit dem Ja, Filz. stimmt, das sieht man Ja. gar nicht so oft. Okay, Ja. verstanden. Was kann ich denn hier eigentlich alles steuern bei dem Panel? Darüber haben wir auch noch gar nicht gesprochen. Ne?
Du willst unbedingt auf die 30 Minuten kommen. Ja. Ach so, nee, eigentlich nicht, aber hier gibt es so viel zu sehen. Das stimmt. So, also wir haben hier ein CBE-Bedienpanel. Hier gerade noch in der alten Version, also so wird es auch nicht ausgeliefert werden, sondern Ja. ich habe schon okay. dieses neue CBE-Farbdisplay, was ich auch mit Bluetooth nutze. Okay, dann brauchst du es gar nicht so im Detail erklären, weil es ja eh ein bisschen anders ist. Ja, Aber es ist ganz von der grob, Funktion her was man identisch. steuern kann, genau. Also ich schalte hier das ganze Licht mit ein und aus. Also wir sehen schon, es wird dunkel. Ja, und dann habe ich hier, Ach, okay. so, ich mache kurz wieder hell. Dann kann ich hier die Batteriekapazität kann ich hier nochmal angucken. Hier den ganzen Stromkreislauf? genau, den Stromkreislauf, 12 Volt kann ich einschalten. Hier die Wasserpumpe, Druckwasserpumpe hatten wir vorhin gesagt. Und dann haben wir die Aber die muss ich extra einschalten, bevor ich das Wasser benutze, oder wie? aber immer so, oder? ja, also bei der Tauchwasserpumpe genau, bei einer Druckwasserpumpe würde noch Wasser rauskommen. Allerdings nur ich sag mal, der Druck würde sich halt mindern. Ne? Also von dem her mache ich die schon eigentlich immer an und aus, wenn ich es nutze und nicht. Truma CP Plus Modul habt ihr wahrscheinlich schon 100-mal erklärt. Nehme ich jetzt mal an, also gehen wir jetzt nicht mal genauer drauf ein, gibt es bestimmt das ein oder andere Video von euch. Ja. Ich versuche es kurz zu halten. Und hier haben wir vom Büttner noch ein Panel, wo wir 1:1 richtig genau auslesen können, wie viel Stromkapazität wir noch haben nach Prozent. Das ist saupraktisch. Ja. Ja. Und wir sehen hier natürlich auch, wie viel Ampere das noch ist, wie viel Volt gerade rein und raus geht. Und wir sehen hier natürlich volle 300 Ampere-Stunden Batterie hätten wir jetzt noch verfügbar. Ja, okay. Ist ja angeschlossen, aber Okay, also ganz kurz zum Truma-Ding, da kann man die Heizung einfach steuern, richtig? Genau, kann ich die Heizung und Warmwasser steuern. Gut. Verstanden. Ja. Bett haben wir gezeigt. Genau. Haben wir was vergessen? Ich hoffe nicht. Ich hoffe auch nicht. Ich hoffe nicht. Wir gehen noch mal kurz raus, machen die Abmoderation und ja, war sehr informativ. Ich bin ein Ja. Riesenfan von diesem Fahrzeug. Wirklich, also es ist so durchdacht. Auf 6 Meter hat man eigentlich alles, was man braucht und ist so kompakt unterwegs. Zeig gerade noch mal die Lichter da oben. Vorzellbeleuchtung ist auch Serie mit dabei. Hatten wir im anderen sogar nicht gesagt. Jetzt haben wir hier sogar was drin, was im anderen nicht drin ist. Perfekt. Der Doppelboden ist gedacht, dass man, also für was ist der eigentlich gedacht? da auch noch so eine Mini. Genau, also man sieht hier natürlich nochmal diese Vorrichtung. Das ist den Tisch, den ich drinnen habe, den kann ich auch draußen nutzen. Den kann ich hier Sehr gut. draußen einhängen. Kann ich bei allen 3 Modellen machen und dann kann ich hier dann mein Handy drunter legen oder Oder so, genau. irgendwas laden. Also Hast du nicht noch irgendwas gesagt von hinten, von diesen, was man fürs Bett nimmt, dass man das für was anderes noch benutzen kann? Hinten diese... Ja, das hatten wir gesagt, oder? Das Hin- und Her. ja, okay. Ach genau, ja. Okay, verstanden. Für was genau? Das mit dem Doppelboden wollte ich noch wissen. Was ist da jetzt der Sinn? Das war Stauraum, also wenn du da... so, einfach wenn du, deswegen. Genau, wenn du draußen sitzt, also nicht beim Fahren natürlich, legst du da dein Handy rein, sondern das ist dann, wenn du draußen sitzt und der Tisch, den ich draußen habe, also man sieht vielleicht diese verstellbaren Pfoten da innen. Ah ja, stimmt. Also genau, den kann ich dann ein bisschen länger machen beim Allrad und dann kann ich da drunter mein Handy hinlegen, wenn ich draußen sitze gerade. Wäre das nicht schlauer, das wegzulassen und dann mehr Stehhöhe zu haben? Oder ist da Elektronik drunter? Ja. Das ist die Heizung, ne? Wie meinst du? Komplett, Ja, die Leute wissen, der das Doppelboden ist, ist ja für die nee, so Heizung, hoch oder? ist der Boden, der ist nur auf dieser Stelle nicht so hoch. Deswegen haben wir das nochmal zusätzlich mit ausgelegt. Gut, Okay. alles klar. Dann haben wir, glaube ich, alles angesprochen. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich glaube, es war sehr, sehr interessant, dieses Video. Und danke dir. Sag noch mal ganz kurz deinen Namen und was du machst. Luc Schütters, ich bin verantwortlich für den Export für Franke und für Yukon, für die nordischen, östlichen und westlichen Länder. Und ja, freue mich für jeden Zuschauer, der jetzt dabei war. Und vielen Dank, dass ich beim Video sein durfte. Ja, sehr gerne. Vielen Dank.